Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video zum Thema Let's Talk About Latex. In meinem letzten Video, falls du das noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir hier oben oder hier. Ich habe keine Ahnung, wie spiegelverkehrt das Ganze dann jetzt ausgestrahlt wird. Dementsprechend irgendwo da oben wirst du das Video finden, was ich meine. Dort habe ich dir 10 Tipps an die Hand gegeben, wie du Latex am besten im Internet kaufen kannst. Worauf du achten musst, damit du nicht am Ende enttäuscht wirst. In meinem heutigen Video möchte ich euch Tipps an die Hand geben, wie ihr nach dem Kauf, wenn ihr das Ganze schon hier zu Hause in der Hand habt, erkennen könnt, ob ihr hochwertiges oder minderwertiges Latex erwischt habt. Ihr habt also endlich euer Paket in der Hand und freut euch riesig darauf, es endlich zu öffnen. Ihr macht das Paket auf und fallt nach hinten, weil euch ein Geruch entgegenkommt, der fast nicht auszuhalten ist. Wenn Latex unangenehm riecht oder sogar beißt in der Nase, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es sehr minderwertiges Latex ist. Wenn es schon so riecht, dann kann es sein, dass es auch auf eurer Haut eine allergische Reaktion hervorruft und ihr somit eigentlich genau das Gegenteil hervorruft, was ihr eigentlich erwirken möchtet, nämlich, dass ihr ein angenehmes Tragegefühl empfindet. Also Tipp Nummer 1, achtet auf den Geruch. Ihr habt also euer Paket in der Hand und der Geruch ist komplett okay. Wunderbar. Gehen wir zum zweiten Tipp über. Die Haptik. Ihr nehmt es aus dem Paket heraus und fühlt einfach mal nach. Wie fühlt sich das Latex an? Fühlt es sich porös an, habt ihr in der Regel minderwertiges Latex. Latex sollte sich immer glatt anfühlen. Glatt und geschmeidig. Mein dritter Tipp an euch ist, stretcht das Latex einfach mal. Ihr werdet sehen, ob es sich hierbei um Qualität handelt oder nicht. Gutes Latex lässt sich sehr leicht gut dehnen. Natürlich kommt es auch auf die Materialstärke an, wie sehr man Latex dehnen kann, aber in der Regel kann man Latex sehr gut dehnen. Wenn du Latex auseinanderziehst und siehst, natürlich in einem gesunden Maße, dass sich hier in der Mitte das Latex so dermaßen dehnt, dass es schon die Farbe verfärbt, dann hast du in der Regel kein gutes Latex erwischt. Andererseits kann es auch sein, dass es sofort reißt. In der Regel hat man dafür ein Gefühl, man merkt, ob es sich gut stretchen lässt oder nicht. Kommen wir direkt zum vierten Tipp. Günstiges Latex oder minderwertiges Latex fühlt sich an wie Plastik. Fühlt sich eher an wie PVC oder Vinyl. Hochwertiges Latex fühlt sich nicht plastisch an. Also achtet auf die Haptik, achtet darauf, wie euer Latex in der Hand liegt. Ein sehr wichtiger Hinweis, ob ihr ein hochwertiges Kleidungsstück in der Hand habt, sind die Klebestellen. Das ist eigentlich auch das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Denn wenn die Klebestellen nicht halten, dann werdet ihr gar keinen Spaß in eurem neuen Kleidungsstück haben. Ihr zieht das Kleidungsstück an und zack, ist die Naht direkt auf. Was ihr dann machen müsst, ist entweder selber verkleben oder das Teil aus voller Frustration wegwerfen. Beides habe ich leider schon erlebt und würde euch daher raten, dass ihr alle Klebestellen an eurem neuen Latexteil einmal kontrolliert. Es ist sehr, sehr wichtig, dass alle Nähte ganz glatt sind. Dort sollten keine Luftblasen drunter sein und sie sollten auch keine Knubbel vom Kleber enthalten, denn das ist potenziell eine Stelle, die dann aufgeht. Es gibt, da würde ich jetzt aber viel zu sehr in die Materie reingehen, verschiedene Arten Latex zu kleben. Im Optimalfall habt ihr dort eine super glatte Naht. Achtet darauf, dass die Naht super glatt ist, dass dort keine Lücken sind, dass dort kein Dreck drunter ist und achtet darauf, dass dort kein überschüssiger Kleber rausgelaufen ist. Mein 5. Tipp an euch, schaut darauf, ob das Latexteil eine konstante Materialstärke hat. Das ist in der Regel schon der Fall. Wenn man aber auf einer Seite bestellt, wo man eventuell günstigeres Latex erworben hat, dann kann es sein, dass die Latexbahn nicht konstant gegossen worden ist. Beziehungsweise Latex wird ja gegossen und dann zu einer Latexbahn gefalzt. Dementsprechend, wenn ihr minderwertiges Latex erwischt habt, dann kann es sein, dass der Prozess der Latexherstellung dort anders war und dort die Latexstärke nicht konstant bei einer Materialstärke bleibt. Das heißt, ihr habt an einer Stelle viel dickeres Latex oder viel dünneres Latex. Im schlimmsten Fall könnte es dort, wo es zu dünn ist, eben reißen. Dementsprechend achtet darauf, dass das Material eine konstante Stärke aufweist. Der 6. Tipp an euch ist, achtet auf die Sättigung der Farbe. Ihr habt im Internet
zum Beispiel ein kräftiges Orange bestellt und bei euch kommt so ein ausgewaschenes Etwas an. Es hat nichts mit der Farbe im Internet zu tun. Ja, manche verstärken durch Filter etc. die Farben auf der Website, aber im Großen und Ganzen sollten die Farben passen. Dementsprechend, wenn ihr so ein ausgewaschenes Stück in der Hand habt, dann würde es sich wahrscheinlich darum handeln, dass der Designer bzw. der Latexhersteller an dieser Stelle das Latex gestreckt hat, um dort Material einzusparen, um dort Farbe einzusparen. Ihr habt leider am Ende ein Teil in der Hand, was nicht wirklich hochwertig ist. Wenn wir schon bei der Farbe sind, hier ist mein 7. Tipp an euch. Schaut euch die Oberfläche nochmal ganz genau an. Auf vielen Seiten, auf denen man Latex bestellen kann, was nicht wirklich hochwertig verarbeitet ist, sind eventuell Latexfarben verunreinigt. Das heißt, man hat hier und da vielleicht so ein paar Flecken von anderen Farben, Mustern oder Einkerbungen, das habe ich leider auch schon gesehen in der Latexbahn. Das sind natürlich potenzielle Gefahrenstellen, die dann beim Tragen aufreißen können. Auch da habt ihr dann leider minderwertiges Latex erwischt. Der 8. Punkt für euch ist, achtet auf die Kanten. Wenn die Kanten links roh geschnitten worden sind, also im Prinzip einfach abgeschnitten worden sind, ohne, wie man in der Kleidungsindustrie sagt, versäumt zu werden, dann habt ihr in der Regel einen Designer erwischt, dem es nicht so wirklich wichtig ist, dass die Produkte lange halten. Einige Latexteile, die ich früher besessen habe, wurden einfach geknickt am Ende, um sozusagen fertig zu erscheinen. Das waren sie aber nicht. Hochwertige Latexteile sind zusätzlich immer noch mal verklebt. Und da wären wir dann schon beim 9. Tipp. Achtet darauf, dass signifikante Stellen, die sehr hoch beansprucht werden, zusätzlich noch mal verklebt worden sind. Dass vielleicht zusätzlich noch mal eine Latexschicht draufgeklebt worden ist, um das Material an diesen Stellen eben noch mal zu verstärken. Mein 10. Tipp ist, ihr erkennt hochwertiges Latex eigentlich immer daran, dass es geklebt worden ist. Getauchte Ware ist Massenproduktion. Das bedeutet, flüssiges Latex wird in eine Form gegossen und ausgehärtet. Das ist eine komplette Standardprozedur, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass es sich hier um Massenproduktion handelt, und das ist eben beim geklebten nicht der Fall. Geklebtes Latex wird sorgfältiger verarbeitet und passt sich daher eher dem Körper an. Bei getauchter Ware hat man zwar keine Nähte, aber die wenigsten Teile, die getaucht worden sind und nicht geklebt, sitzen. Also man hat unschöne Rundungen. Ich weiß nicht, für welche Körper getauchte Latex-Sachen gemacht worden sind, aber ich persönlich, und ich kenne da auch einige andere, die dort relativ schlechte Erfahrungen gemacht haben, für mich ist das nichts. Ist es auch eigentlich ein Ausdruck von keinem hochwertigen Latex, weil auch dort, wie schon in den Punkten zuvor, variiert die Latexstärke in der Latexbahn sehr, sehr häufig. Dadurch, dass es eben gegossen wird und in eine Form gepresst wird, kann man dort nicht wirklich kontrollieren, dass die komplette Latexkleidung ein und dieselbe Materialstärke hat. Dementsprechend, wenn ihr euch ein Latexteil kauft, achtet darauf, dass es geklebt worden ist. Und mein 11. Tipp für euch, um das Ganze hier schön ungerade abzurunden: Schaut euch an, wie die Sachen bei euch ankommen. Ist es einfach in den Karton gepresst worden, mit der Rechnung obendrauf meinetwegen, und wurde nicht wirklich darauf geachtet, dass das Teil wirklich heil bei euch ankommt? Oder ist es in einem schönen Staubbeutel oder ist es generell schön verpackt? Dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass sich der Designer Gedanken darum macht, dass ihr auch Spaß und auch langfristig Spaß an euren Teilen haben sollt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, und wenn ihr noch weitere Tipps habt, woran man wirklich hochwertiges Latex erkennt, beziehungsweise minderwertig verarbeitetes Latex erkennen kann, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lassen würdet. Denn diese Liste ist mit Sicherheit nicht abschließend und eventuell habe ich auch noch irgendwas vergessen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr zahlreich kommentieren würdet und natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Das zeigt mir, ob euch diese Themen überhaupt interessieren, und ja, wird mich natürlich auch motivieren, weiterzumachen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal.